Moin, herzlich willkommen hier auf Jones MOBA. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es kein Log-Review, sondern ein kleines Update hier vom Kanal. Was hat sich getan auf Fredhauen? Was ist aber auch geplant für die Zukunft? Und deswegen habe ich auch diesen Haufen an Material hier mitgebracht. Da sind spannende Sachen dabei. Und das gibt auch einen kleinen Ausblick, was so im Jahr 2022 in den nächsten Wochen und Monaten hier auf dem Kanal Jones MOBA auf euch zukommt. Apropos Kanal Jones MOBA. Herzlichen Dank. Es sind jetzt fast 4000 Abos. Das ist das Vierfache von dem, was wir hier vor einem Jahr hatten. Das hätte ich nie erwartet. Also dafür riesendes Dankeschön an jeden von euch und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich jedes Mal, wenn ihr hier Kommentare bzw. einen Austausch untereinander oder mit mir startet. Finde ich wirklich super und es macht richtig, richtig Spaß mit euch. Also vielen, vielen Dank. Und ja, was erwartet uns denn hier überhaupt? Ich habe ein paar Sachen mal wieder mitgebracht. Und zwar werden wir gleich auf Fredhauen einmal schauen. Und zwar so als kleines Sneak Preview. Ich habe ein bisschen an den Prellböcken gearbeitet, denn es gab Feedback von speziell dänischen Zuschauern, dass die Standard-Prellböcke von Märklin vom C-Gleis, diese Teile hier, leider weder epochen- noch inhaltlich fachgerecht sind zu dem, was ich hier versuche auf meiner Anlage darzustellen. Und das habe ich versucht zu ändern. Dazu aber gleich mehr. Und ja, dann, wer das letzte Log-Review gesehen hat zur Baureihe 50, ich habe mich ungefähr 100 Mal darüber beschwert, dass der Rauchsatz nicht mit dabei war. Jetzt habe ich ihn hier, ich habe ihn auch schon eingebaut. Die Log kann jetzt rauchen und der Einbau hat tatsächlich ungefähr 20 Sekunden gedauert. Insofern, das schauen wir uns dann auch nochmal an. Jetzt aber so ein paar andere Dinge nochmal, bevor wir richtig reinstarten. Und zwar, ich habe ja immer so ein bisschen Seitenprojekte. Ich zeige euch nicht alles, was ich so mache. Das interessiert euch auch, glaube ich, gar nicht. Aber das mal wieder so als kleiner Tipp, unten auch unter dem Video verlinkt, ist gut für, ich sag mal, einen Abend. Also wenn ihr mal wieder Bock habt, so einen Abend wie früher ein kleines Revell-Modell zu bauen. Es gibt diese Mini-Kits, das ist dann immer so eine Diorama-Basis hier mit ein paar Figuren. Also wie hier jetzt die zwei Jungs vom Afrika-Korps vor diesem Gebäude. Und dann eben ein passendes Fahrzeug. In diesem Fall ist das jetzt hier so ein Panzer II. Schon fertig aufgebaut jetzt von mir und angemalt. Könnt ihr natürlich dann auch in Wüstentarn machen oder sowas. Aber das Modell, ich glaube, das kostet 7 Euro oder sowas. Habt ihr einen wunderbaren Abend. Also ist besser, ist günstiger als Kino oder irgendeinen Film auf Amazon Prime kaufen oder was auch immer. Und ja, macht richtig Spaß. Also für das Modell auf jeden Fall ein Tipp von mir. Da gibt es einen Daumen hoch. Ist so richtig oldschool. Alte Anleitung, alter Guss, trotzdem aber okay. Und ist so richtig wie in den 80ern, 90ern, glaube ich. Genau, was gibt es noch? Ich war glücklich und zwar habe ich hier eine Post-Musikkapelle. Das ist, glaube ich, wirklich so eine Rarität. Vom Postmuseumsshop Frankfurt am Main soll die mal gekommen sein. Ich habe die jetzt über eBay gekauft vor einiger Zeit und ich zeige euch das mal. Die werden natürlich bei mir nicht als Postmusikkapelle eingesetzt, denn die dänische Post hat andere Uniformen. Aber demnächst haben wir ja für Fredhauen, meine Anlage, hier das 2-jährige Jubiläum. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen feiern. Es müsste im März ungefähr sein, das 2-jährige Jubiläum. Und da brauche ich eine kleine Kapelle. Das heißt also, das wird dann von einer deutschen Postmusikkapelle zur dänischen Staatsbahn-Musikkapelle zur Feier des 2-jährigen Jubiläums von Fredhauen. Aber wir machen mal weiter. Ihr seht, hier ist ein Riesenstapel und wir wollen ja noch zur Anlage, deswegen geben wir ein bisschen Gas. Ich habe mitbekommen, dass der ein oder andere sich fragt, warum ich bei Log-Reviews Gummihandschuhe trage. Und der Grund dafür ist total profan. Also nicht, was wir jetzt vielleicht einige vermutet haben, weil es mir wichtig ist, dass die Lokomotiven keine Fettflecken von meinen Fingern bekommen. Das ist ein positiver Nebeneffekt, aber das ist mir eigentlich relativ egal. Tatsächlich ist es so, ich sitze ja nicht nur hier vor der Kamera und rede mit euch oder bin nicht nur hier die ganze Zeit irgendwie im Raum, am Schreibtisch oder ähnliches, sondern ich habe durchaus auch noch ein Leben, was draußen stattfindet. Und das ist tatsächlich so, wenn ihr
draußen in der Natur seid, da am besten noch bei Minusgraden was mit Wasser oder sonstigen Dingen zu tun habt und da am Hantieren seid, das geht auf die Hände. Also selbst wenn man Handschuhe trägt, wenn man die Finger wieder sauber macht und so, der ein oder andere von euch wird es kennen. Man hat überall dann irgendwann, jetzt gerade vielleicht nicht, weil es jetzt gerade Plusgrade sind, aber so richtig, wenn es harter Winter ist oder sowas, oder man da viel macht, dann so kleine Abplatzungen an den Fingern, so diese kleinen roten Stellen. Und ja, ist ein ganz persönlicher Grund, das ist mir aufgefallen bei den Lokomotiv-Reviews, wenn ich diese Detailaufnahmen mache, dann seht ihr ja nicht nur die Details der Lokomotive, sondern habt da manchmal auch noch meine Finger mit im Bild. Und das will ich euch da einfach ersparen. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, die Teile hier haben wir hier immer im Haus. Und ja, ist eine gute Abhilfe. Und ihr müsst nicht die ganzen kleinen, schmerzhaften Stellen an meinen Fingern dann sehen. Also das ist ein ganz persönlicher Grund. Wollte ich euch einfach mal mitgeben. Hat jetzt nichts mit den Loks zu tun oder so. Geht einfach nur darum, dass meine Finger manchmal nicht so aussehen, dass ich sie euch im Detail, in quasi HD oder 4K, je nachdem, was ihr für eine Auflösung bei euch dann habt, im Detail sehen und zeigen will. Genau. Was erwartet euch hier jetzt so in Zukunft? Ich werde dieses Jahr meine Lokomotiv-Reviews weitermachen und ich werde sie so ein bisschen strukturieren in verschiedene Bereiche. Deswegen habe ich mir für jeden Bereich hier so einen Vertreter gerade dabei. Übrigens alles Lokomotiven, die ihr noch nicht gesehen habt, bis auf diese hier. Und zwar, wir haben alle gemerkt, die Preise im Bereich Modellbahn gehen wie alles andere im Leben gerade noch wieder steil nach oben. Und die waren ja schon nicht niedrig, die waren ja schon auf einem hohen Niveau. Und deswegen gucke ich immer ein bisschen, was kann ich dann gebraucht auch für euch bekommen. Tatsächlich ist es so, dass der Gebrauchtmarkt auch massiv angestiegen ist in den letzten 2 Jahren. Das haben, glaube ich, alle von euch, die da versucht haben, was zu kaufen, gemerkt. Was aber auch noch dazu kommt, ist, dass ein Gebrauchtmarkt im Bereich Dreileiter fast nur wirklich für Märklin-Modelle besteht. Also bei allem anderen ist es so, da ist dann mal eins oder dann gibt es mal wieder ein paar, wenn eine Sammlung aufgelöst wurde von jemandem oder so. Aber es ist nicht so, dass man jetzt regelmäßig sagen kann, es gibt von einem Modell das immer in gebraucht. Das ist tatsächlich fast nur bei den Märklin-Modellen der Fall, dass man sagen kann, zum Beispiel jetzt hier die 3124, wenn ich euch die jetzt vorstelle und ihr dann sagt, hey, das Modell möchte ich auch haben, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass ihr dieses Modell auch irgendwo bei eBay oder auf einer Modellbahnbörse irgendwo findet, in gebraucht. Das wäre jetzt bei einer Lilliput oder Rocco oder sowas Lok wahrscheinlich gar nicht der Fall, weil da gibt es dann gerade mal 2, die verkauft werden zu dem Zeitpunkt. Das heißt, da werden wir uns wahrscheinlich ein bisschen mehr auf die klassischen Märklin-Modelle konzentrieren. Heißt nicht, und deswegen dieser rot-schwarze Kasten hier, dass ich nicht auch immer gerne Exoten zeige. Also das ist auch noch so ein Schätzchen hier, ein Glücksgriff, den ich euch zeigen werde in den nächsten Wochen. Ja, auch wieder limitiert auf, ich glaube, 100 Stück, laufende Nummer 25 aus dem Jahr 2015. Könnt ihr euch vorstellen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Modell, von dem 100 gebaut wurden, vor 7 Jahren jetzt gerade verkauft wird. Da gibt es quasi eine alle paar Jahre. Aber trotzdem auch so Exoten werde ich euch zeigen. Und wir werden bei den Klassikern hier das ein bisschen aufteilen. Deswegen auch die beiden Beispiele hier. Und zwar werden wir das einerseits aufteilen auf die Modelle wirklich mit einer richtig spannenden Historie. Da werdet ihr ein einzelnes Video zum Thema Historie und Herkunft des Originals nochmal bekommen. Das heißt also, wenn das irgendwie bedeutsam war, wie die Baureihe 50 oder wenn es technologisch bedeutsam war, wie der Triebwagen SVT 137, was in letzter Zeit kam, dann gibt es da ein Spezialvideo zu nochmal. Und wenn wir jetzt ein Modell haben, wo man historisch zwar was zu sagen kann, aber man es jetzt nicht so riesig ausdehnen kann, dann wird das weiter in einem Video sein und der Historienteil wird, wie ihr das ganz vom Anfang kanntet, relativ kurz gehalten werden. Das ist so meine Idee, mein Plan. Schreibt gerne mal unten rein, was ihr davon haltet, dass ich das da so ein bisschen aufteile. Und dann schaffe ich das auch zeitlich ganz gut, wenn ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, die Recherche jetzt zu Modellen mit historischer Bedeutsamkeit ist zeitlich manchmal durchaus aufwendig. Und dann muss das Ganze ja auch noch im Video vorbereitet und am Ende geschnitten werden und so. Also da geht schon einiges an Stunden drauf. So, also die Schätzchen hier haben wir durch. Stelle ich mal alles da an den Rand, dass uns das nicht mehr stört. Und dann bleiben diese Schätzchen hier in vergleichbaren Verpackungen. Und zwar die, hier jetzt die Baureihe 50 nochmal.
Und zwar die nagelneuen Modelle. Das wird auch durch die Bank weg von verschiedenen Herstellern sein. Momentan tendenziell auch ein bisschen mehr Märklin wahrscheinlich. Aber das hängt eher damit zusammen, wie ist die Angebotslage. Das heißt, wenn jetzt wieder mal so ein Schwung quasi an guten Angeboten für Modelle von Pico oder Rocco oder sowas kommt, dann natürlich auch da. Da muss ich immer ein bisschen drauf achten, weil die neuen Modelle sind ja finanziell jetzt auch nicht ganz günstig, wie ich damit umgehe. Und da habe ich zumindest bei Märklin jetzt, so wie es aussieht, eine ganz gute Quelle quasi, wo ich dann das auch finanziell leisten kann, euch da ein bisschen mehr zu zeigen. Also, das gibt es natürlich auch. Das heißt, wir werden Gebrauchtes haben, wir werden Spezielles haben und wir werden die schönen Neuigkeiten durchgehen. Da ist so ein bisschen meine Idee, dass ich vielleicht mit euch mal stückweise die gesamten Klassiker aus dem aktuellen Programm durcharbeite. Das heißt auch da die Loks, die ihr quasi immer bestellen könnt. Und wenn ihr wollt, auch ein bisschen wagen. Da muss ich mich selber noch sehr tief einarbeiten. Aber ich habe mitbekommen, der ein oder andere von euch hat auch Interesse an Wagensets oder so. Also schreibt es gerne mal unten rein, was euch so interessieren würde. Vielleicht mache ich auch mal was ganz Verrücktes, also was jetzt gar nicht zu meiner Anlage passt, aber was thematisch vielleicht mal ganz spannend wäre, jetzt der TGV Duplex, also der quasi Doppelstock-TGV, der zwischen, glaube ich, Paris und München verkehrt. Den gibt es ja auch aktuell zu kaufen. Vielleicht mal sowas. Ja, wenn ihr Lust drauf habt, schreibt es rein. Und dann einfach mal die Frage. Ich habe es ja eben schon mal gesagt hier mit dem kleinen Panzer. Ihr seht ihn jetzt nicht, aber der steht hier noch. Deswegen zeige ich da gerade drauf. Wenn ihr Spaß dran habt, können wir auch gerne mal andere Sachen machen. Also ich bin gerade so ein bisschen wieder hier so im 1:72 Fieber, nachdem ich den kleinen Panzer hier gebaut hatte. Und habe mir jetzt das hier gekauft. Das ist ein Set von Italieri. Made in EU, also in Europa hergestellt. Ich glaube sogar in Italien. Und da sind für knapp 50 € ungefähr 130 kleine Figürchen drin. Irgendwie 6 Kanonen, ungefähr 20 Pferde, mehrere Gebäude. Und ich glaube, das ist noch nicht mal der beste Deal von diesen Sets hier. Wenn es euch interessiert, bekommt ihr zu sowas auch gerne ein Review. Ich hatte letztes Jahr ja mal was gemacht zu dem Amphitheater, dem römischen. Das hat, glaube ich, bis heute weniger Aufrufe als das History-Video zur Baureihe 50 von vor 5, 6 Tagen. Insofern, nur wenn es euch interessiert. Ja? Also, wenn ihr sagt, lasst mich damit in Ruhe, das können andere besser, dann kommt es weg und wir kümmern uns rein um die Modellbahn. Insofern, wenn ihr sowas sehen wollt, auch Comment ist jetzt hier so ein bisschen Interaktion mit der Community. Das heißt, ihr könnt mir sagen, wollt ihr sowas sehen oder nicht. Und wenn ihr jetzt sagt, nee, wir wollen Loks sehen und sonst nichts, dann machen wir das. So, und jetzt will ich euch mal mitnehmen, denn es gibt nicht nur hier so kleine, nette Prellböcke zu sehen, sondern noch ein paar andere schöne Sachen. Und dafür nehme ich euch jetzt mal mit nach Fredhaun. Starten wir mal mit unserem Rundflug hier über Fredhaun, was sich hier an Dingen verändert hat. Und wir gehen mal als erstes hier vorne in die Ecke zu unserem kleinen Rastplatz hier in der Nähe der Dünen. Und zwar seht ihr hier diese kleine Bank mit den Holzsitzbänken und den Betonteilen darunter. Das ist, glaube ich, von Busch so ein Set, das hieß irgendwie Rastplatz. Das habe ich hier ein bisschen aufgeteilt. Einmal hier und einmal am Hafen, jeweils eine so eine Bank. Das gibt dem Ganzen noch mal so einen zusätzlichen kleinen Touch. Und ansonsten ist in dem Bereich hier vorne eigentlich alles so, wie ihr es kennt. Bis auf ein kleines Highlight, und zwar sind jetzt hier mal 2 Prellböcke meiner ersten Versuche. Das heißt Umbau von dem Klassiker von Märklin hier auf diesem Prellbock. Und was ihr hier sehen könnt, ist, ich habe eigentlich nichts weiter gemacht, außer den Prellbock im Endeffekt einmal anzuschneiden. Und zwar die beiden Pufferteller quasi, die ihr hier jetzt noch seht an dem Wagen, die habe ich an dem Prellbock abgenommen und habe dann vorne auf die Pufferbohle einfach ein kleines Stück Holz draufgeklebt und das Ganze dann alles hier entsprechend koloriert. Das sind diese beiden hier.
Sieht eigentlich ganz nett aus, allerdings habe ich dann festgestellt, ich finde diese Pufferbohle doch noch relativ dick. Bin ich mal auf euer Feedback gespannt, was ihr sagt, ob das jetzt hier quasi die präferierte Variante ist. Das ist also Variante 1 mit der dicken, durchgehenden Pufferbohle. Und dann schauen wir mal weiter. Das ist alles so, wie ihr es kennt. Hier steckt jetzt ein Rauchsatz in unserer Baureihe 50. Und jetzt kommen wir mal zu meinem persönlichen Highlight, was das Thema Modellbau hier angeht. Und das seht ihr hier schon im Hafen. Der ein oder andere hat es vielleicht schon entdeckt. Und zwar das Ganze hier. Das ist ein Modell eines kleinen Seenot-Rettungskreuzers. Das hole ich uns gleich mal da raus, dass wir uns das ein bisschen im Detail angucken können. Aber erstmal für euch so der Blick, wie das hier im Hafen liegt. Finde ich farblich und thematisch extrem gut passend hier. Ja. Und was ihr hier vielleicht auch entdeckt habt, es gibt jetzt Bojen an der Hafeneinfahrt. Und hier nochmal 2 im Ersatz. Schön auf Wasserlinienhöhe getrimmt und koloriert von mir. Die stammen aus einem Hafenausgestaltungsset. Davon gibt es eine ganze Menge von der Firma hier. Kann ich euch hier nochmal einblenden. Also so sehen die im Detail aus. Ja, und jetzt brauchen wir nochmal einen langen Arm. Und zwar kann ich euch das Modell mal hier ranholen. Das ist richtig, richtig schwer. Denn das ist komplett aus Metall, die kleine Hans Ingwersen hier. Ist ein komplettes Metallmodell. Also hat richtig, richtig Gewicht, ist aber auch super fein detailliert. Und das Ganze stammt, das kann man jetzt hier lesen, glaube ich. Und zwar ist es Made in Germany, 140 Jahre DLG-ZRS, Classic Ship Collection aus Zinn. Ja. Und das ist wirklich ein Highlight. Ich weiß gar nicht, was das normalerweise so kosten würde. Ich habe das relativ günstig in so einer Art Transportverpackung auf eBay gefunden. Wahrscheinlich wusste der Verkäufer gar nicht genau, was das für ein Schätzchen ist, weil das war so verschraubt da in dieser Verpackung, sodass man das eigentlich gar nicht sehen konnte, um was sich das genau handelt. Also das war so ein richtiger Glücksgriff. Und jetzt schauen wir uns nochmal hier Variante 2 an. So sieht Variante 2 von dem Prellbock aus. Extra mal von hier gezeigt, wir haben keine durchgehende Pufferbohle, sondern wir haben eine Pufferbohle, die quasi aus 2 so einzelnen Puffertellern besteht hier. Und die sind so gelb koloriert. Gefällt mir persönlich auch sehr gut. Ich habe für beide Varianten, was ich euch eben gezeigt habe, mit der dicken Pufferbohle als auch hier mit diesen Einzeltellern entsprechende Vorbilder gefunden. Insofern vorbildgerecht sind theoretisch beide, aber die Frage ist ja, was gefällt uns tatsächlich besser? Was gibt es dann noch Neues? Und zwar seht ihr das jetzt hier, eine weitere Boje, und zwar eine ziemlich große, aus der quasi gleichen Serie zum Thema Hafenbojen, steht die jetzt hier einfach mal. Die ist echt groß, also die könnte man auch tatsächlich mit einer ernsthaften Beleuchtung versehen. Und was ich dann auch noch gemacht habe, ihr seht es jetzt hier schon, mein kleiner Schrotthandel hat ein entsprechendes Firmenschild bekommen. Jetzt kann man es auch lesen. Also ist natürlich nicht ganz wie im Film, ist mir schon klar. Aber das Schild ist wirklich 100% dem Film nachempfunden in den Bildern. Ja, also das war es so an Updates von Fred Haun, was ich hier so getan habe. Und, was sagt ihr? Die Anlage ist halt zu über 90–95% fertig. Das heißt, jetzt kommen so die kleinen Details. Was mir persönlich gut gefällt tatsächlich sind die kleinen Bojen in Rot und Grün. Also die
gefallen mir richtig, richtig gut. Und mein persönliches Highlight neben meinen Prellböcken ist natürlich der kleine Rettungskreuzer. Das ist mein persönliches Highlight. Das Modell ist aber auch so hochwertig, das kann man sich gar nicht vorstellen, so von der ganzen Gestaltung her. Das ist wirklich krass. Das war's für heute. Mal wieder ein bisschen etwas anderes. Und beim nächsten Mal heißt es wieder Log Review. Da freue ich mich, wenn ihr mit dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.